Wer schreibt heute Geschichte? Wer macht sich heute zum Helden? Zweiter Spieltag gegen die Bayern. Der Auftaktsieg gegen Leipzig, der war sehr, sehr gut. Haben wir richtig gut gespielt, eigentlich schon. Heute spielt die ganze zweite Mannschaft. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich mal gucke, ob ich so eine Art Mischung mache oder ob ich halt die komplette zweite Mannschaft spielen lasse. Und genauso ist es halt gekommen, damit wir halt auch mal sehen können, wie wir mit den anderen zurechtkommen. Vielleicht muss ich ja die erste, zweite Mannschaft nochmal umstellen, irgendwie vermischen, weil sich der eine durchaus besser präsentiert und von daher nicht in der B11 spielt und so weiter und so fort. Ich zeige euch das jetzt gerade nochmal, dass ihr auf dem neuesten Stand seid. Also hier Larsen, Chaibi, Haraldsson, Knauf. Dann haben wir Miller und Larsen, richtig junges Mittelfeld. Nagado und Amenda, junge Verteidigung. Buta und Nkunku außen und David, neuer, richtig junger Keeper im Tor. Dazu noch ein bisschen Qualität auf der Bank. Ich werde auch in dem Part, darauf hat mich ein Zuschauer aufmerksam gemacht, mal nach den Champions League Gruppen schauen. Weil die müssten jetzt auch bald und zeitig ausgelost werden. Ich glaube, beim Spiel gegen Leipzig, da war noch die Qualifikation. Da sind noch einzelne Qualifikationsspiele gelaufen, aber ich denke, nach dem Spiel schauen wir mal, ob die schon ausgelost wurden. Ja, gegen die Bayern, ihr habt es wahrscheinlich im letzten Part noch gesehen am Ende. Letzte Saison das absolute Highlight, Gift Orban, Fallrückzieher-Tor. Das schönste Tor bislang. Also seitdem ich jetzt hier die Eintracht-Karriere mache, glaube ich, das schönste geschossene Tor. Und jetzt bin ich gespannt, wie die Bayern so drauf sind. Die spielen mit Skavalny in der Innenverteidigung. Bacetic im Mittelfeld sagt mir halt auch nichts. Das ist halt das Ding. Deswegen weiß ich nicht, wie gut oder wie schlecht sie sind. Aber dafür Harry Kane, Musiala und Kingsley Coman, die altbekannten Sané. Auf der anderen Seite Stanisic sogar, rechter Verteidiger. Also wir werden nicht ganz chancenlos sein. Vielleicht werden wir ein bisschen mehr hinterherlaufen als im letzten Spiel gegen Leipzig aufgrund der B11, die wir hier haben, aufgrund der jungen Leute. Aber ich bin jetzt erstmal frohen Mutes. Warum denn nicht? Nkunku gegen Harry Kane. Nkunku ist da, auch schnell. Und dann pressen die Bayern natürlich wieder zu. Und genau wie gegen Leipzig, wenn wir das so rausspielen, dann haben wir Chancen. Und Haraldsson, komm, das kann sein erstes Saisontor sein. Minute 16 behält er die Ruhe gegen Neuer. Nein. Ah, schade. Einmal zu weit vorgelegt leider. Und dann ein bisschen zu lange gewartet. Das war die erste richtig große Chance. Aber wir sind schon wieder dran. Wir sind schon wieder da und wir bleiben auch dran. Chaibi jetzt mit der Flanke. Ja, die war ungefährlich. Aber so wie gegen Leipzig, habt ihr das gesehen? Hinten befreit vom Pressing, zack, 2, 3 direkte Bälle und schon sind wir vorne. Und genau das ist halt mit der Mannschaft möglich, das ist es halt. Da kann jeder hoffentlich mit dem Ball umgehen. Nkunku, ja, abseits, aber Larsen nicht, ja. Wenn Larsen, er läuft einfach nicht hin. Das verstehe ich nicht. Wenn Larsen hinläuft, dann ist es kein Abseits. Ja, Zinchenko geht zu Liverpool für 46, ja. Apropos Transfer, da müssen wir dann auch nochmal gucken. Ich wollte mir ja noch den einen zentralen Mittelfeldspieler von Brügge holen, diesen Onyeka, aber ich habe nur 14 Millionen. Ich glaube, der wird ein bisschen mehr kosten. Aber das zum Beispiel gerade auch wieder. Die KI, weißt du, anstatt Larsen von alleine hinläuft, weil er sieht ja, dass Chaibi im Abseits steht. Naja, wie gesagt, das sind auch wieder Sachen, über die ich mich unnötig hier aufrege. Aber es ist halt schade, weil ich habe auch wieder gesehen, was möglich gewesen wäre. Da haben wir Amenda, auch zum ersten Mal. Und wir haben vorne wieder Platz. Wenn wir es denn schnell spielen, Larsen auf Knauf gegen Guerrero und der ist weg. Da kommt auch Skavalny nicht hinterher. Und ganz oben Chaibi, jetzt läuft er sich frei, aber kommt nicht ran. Kommt nicht ran, aber Larsson ist dazwischen, Heuberg ist im Mittelfeld, also auch wieder zurückgekehrt. Ehemaliger Münchner, ich glaube 2014, 2015 hat er, glaube ich, da gespielt. Ist jetzt also hier in-game wieder zurückgekehrt. So, Chaibi außen. Schade. Lennon Miller, da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Der hat 64 als Gesamtstärke, ist aber, ich kann es nur nochmal betonen, eines der größten schottischen Talente hier im Spiel. Der kriegt über eine 90. Und die Frage war halt, ob wir ihn verleihen können oder halt in dem Fall hier in der B11 dann einsetzen. Auch unsere ganzen Jugendspieler, die wir durch unseren Scout aus Frankreich bekommen. Da muss ich dann halt immer abschätzen, ob wir die verleihen oder ob ich die hier mitnehme in die B11. Weil mehr Spielpraxis als hier in der B11 kannst du gar nicht kriegen. Und das sieht bislang richtig gut aus. Also wir halten die Bayern weitestgehend weg vom Tor. Wir hatten auch eine richtig, richtig große Chance halt durch Haraldsson. Aber der macht das gut. Der läuft sich schon sehr gut frei. Läuft dann in die freien Räume hinter der Abwehr. Und halt vom Tor hätte er noch ein bisschen eiskalter werden sollen. Aber das wird noch. Das wird noch auf jeden Fall. Jetzt ist Larsen auf der Außen, warum auch immer. Der soll da gar nicht sein. Oh, und jetzt Larsson gegen Coman. Larsson gut. Schönes Stellungsspiel.
Bajetic, ja, da hinten, da können sie gerne rumspielen. Genau, ihr seht ja, es bringt nichts. So mit Hackespitze 1, 2, 3, so einfach geht es auch nicht. Mal gucken, ob ich überhaupt Orban auf der Bank habe, ob das nochmal möglich ist, dass er sich heute mit einem Seitfallzieher verewigt. Oder Fallrückzieher. Aber bei Lars muss ich gleich nochmal einstellen, dass der vorne in der Mitte bleibt. Achtung, die Bayern kommen nochmal. Harry Kane und Nagalo ist dazwischen. Sehr, sehr schön gemacht. Wir kriegen den Ball nicht ganz final geklärt, aber jetzt. Buta dazwischen, sehr, sehr gut. Sehr, sehr stabil bislang. Haraldsson, Larsen und so schnell. Gerade wie bei der Chance. Und jetzt Larsen in der Spitze sehen, jawohl. Da laufen 6 Bayern-Spieler hinterher, die haben keine Chance. Und Neuer gegen Larsen. Aber wir sind da. Ich will gerade mal gucken, wie Haraldsson, wie die so sind beim Standard. Der kann Standards, der macht es lieber nicht. Aber Haraldsson, ja, warum nicht? Hat da eigentlich ganz gute Werte. Schauen wir mal, ob der gut reinfliegt. Ja, da ist Larsen. Da ist Nagalo. Larsen, na komm, kommt da noch ran? Nee. Dann wird es das jetzt erstmal gewesen sein. Oder hauen die Bayern sich den selber noch rein? Ah, schade, fast. Na gut, also 0:0, womit wir auf jeden Fall besser leben können. Als die Bayern, gehe ich jetzt mal von aus. Schade, die eine Großchance da von Haraldsson, die wäre es halt gewesen. Ansonsten 2:2 Schüsse, mehr Ballbesitz bei den Bayern. Habe ich Orban überhaupt mitgenommen? Also zunächst jetzt mal hier. Ne, warte mal. Völlig falscher Ansatz. Mal kurz gucken hier. 4-2-3-1. Das würde ich jetzt eher nicht machen, ne? Gegenpressing. Ich würde das jetzt erstmal so lassen auf der ausgeglichenen Formation. Aber ich möchte, dass Larsson vorne bleibt. Ich möchte, dass er sich zentral orientiert, weil der ist auf dem Flügel. Ist der total verloren. Ich sehe gerade, Orban habe ich gar nicht mit dabei. Egal, dann lassen wir erstmal die Mannschaft so. Wir haben zur Not noch Sascha Kalajdzic. Ob der das hinkriegt, oder ob der sich während dem Flug die beiden Beine irgendwie, weiß nicht, irgendwie ausrenkt bei seinen 2 Meter Stelzen. Naja, wir schauen mal. Und machen jetzt hoffentlich genauso weiter. Und dann fällt irgendeiner vom Laster. Es muss ja gar nicht per Fallrückzieher sein, einfach nur rein ins Tor, mal gucken. Amenda, schönes Ding und Scheibi hat Platz, genau. Und jetzt Larsen in der Mitte, habe ich dir extra als Aufgabe gegeben. Da ist er, doch Larsen, jawohl. Der hätte ihn sogar nochmal annehmen können, aber bei Larsen weiß ich halt nicht, ob die Technik da reicht. Hier, schaut mal, da wäre vielleicht noch ein bisschen Zeit gewesen, um den nochmal anzunehmen. Das macht wieder Haraldsson. Jetzt ist es nämlich von der linken Seite. Und dann können wir wieder unsere altbekannte Taktik machen. Flanke, da ist Larsen, ja. Aber nicht jeder Kopfball landet halt im Tor, außer du bist halt Timmy Chandler. Dann landet halt jeder Eckball per Kopf im Tor, aber so nicht. Schade. Schade, schade. Und dann muss ich auch dran denken, dass ich die Trainingspläne nochmal umändere. Dass ich bei allen anderen auf ausgeglichen mache, weil wenn da immer Fokus auf Leistung ist, dann ist ja klar, dass die... Oh, der Ball rutscht durch. Dass die nicht so schnell wieder fit werden. Aufgepasst, Buta ist da. Buta hinterläuft. Jawohl, und Larsen wieder in die Mitte, was ich dir aufgetragen habe. Jawohl, er ist in der Mitte. Aber da ist auch Chaibi, ne Miller. Chaibi hat die 19, der junge Miller. Das wäre doch auch so eine Geschichte, oder? Da wäre ein Scorpion-Kick auch möglich gewesen. Vielleicht in 3, 4 Jahren, wenn er ein bisschen höheres Potenzial hat. Dann klappt das vielleicht. So, wir stellen mal den Torwart zu. Mal gucken. Da kommt Nagalo. Ja, schade. Und Nkunku kann sich verewigen mit dem Powerschuss. Ja, schade. Den hätte ich gerne gesehen. Wenn der durchgekommen wäre, das wäre eine schöne Wumme gewesen. Aber jetzt aufgepasst, die Bayern. Oh, Sané überläuft Amenda. Der kommt natürlich jetzt nicht hinterher. Achtung, Kane in der Mitte. Sané alleine und David. Der junge David. Das ist wahrscheinlich der erste Ballkontakt, den er hat. Der wird halt auch noch gut. Hat hohes Entwicklungspotenzial. So, ein Nkunku, richtiger Moment. Schade. Und Sané, oh, Bajetic übernimmt. Schade, haben sie gut gemacht. Nagalo steht dazwischen und jetzt der Konter. Ah, da steht noch einer, habe ich nicht gesehen, egal. Larsen hält den Ball trotzdem erstmal und jetzt durchgesteckt. Jawohl, ah, Miller. Schade, wenn er den da durchkriegt. Hätte Fahrradkette. Naja, was willst du machen? Sané, Achtung. Oh, der ist halt schnell, ne? Im Antritt, da kommst du nicht hinterher, aber ein Nkunku. Perfekt. Wir stehen richtig gut in der Verteidigung. Und wir spielen das jetzt hoffentlich. Ah, Miller, nee. Spielt mit sich selber einen hohen Ball. Sané, Kane, jetzt geht's mal schnell. Ja, bei Sané weiß ich nie, ey. Der zieht auf einmal, so wie hier,
dann irgendwann mal das Tempo an. Legt sich den Ball 10 Meter weit vor und schon kommst du nicht hinterher. Aber wir haben jetzt Platz. Über Buta. Knauf, wenn er durchläuft. Kriegt Buta... Ja, nee. Kriegt er nicht hin. Aber Knauf setzt nach und Larsson auch. So, Haraldsson behält den Ball. Sehr, sehr schön. Komm, wir haben jetzt Überzahl. Wir sind besser. Wir machen viel mehr Druck als die Bayern. Achtung, Flanke. Ah, shit. Da kommt er leider nicht an. So hat es auch gegen oder mit dem Traumtor begonnen. Ein Ball auf die linke Seite. Amenda Larsson, außen Knauf gegen Guerrero. Da müsste Knauf eigentlich auch Geschwindigkeitsvorteile haben vielleicht. Larsen wartet in der Mitte. Oder Chaibi. Ja, zu weit. Vielleicht ist es jetzt nochmal Zeit für Sascha Kalajdzic sein Heimdebüt zu geben. Gegen Leipzig war er so ein bisschen untergetaucht. Dafür können wir jetzt Haraldsson mal auf die Außen tun. Hier nochmal Götze rein und nochmal frisches Tempo mit Ebimbe. Ja, für Knauf. Das Geile ist bei Kadiolu, der kann halt auch linkes Mittelfeld. Dann, pass auf, dann machen wir den mal links rein. Ich muss ihn ja mal austesten. Ututa nochmal für ein bisschen Stabilität. Oh, am Ende ist natürlich nur 46, also hat 46 Sprinttempo. Der kommt wahrscheinlich dann mehr übers Timing und über die Physis. Das heißt, der muss gar nicht so schnell laufen. Aber gut. So ist es dann halt. So, mal gucken, was die Bayern noch können. Oh, Fehler Buta. Jetzt natürlich die Seite ein bisschen offen. Gegen Coman. Buta ist nochmal da. Und die Bayern bekommen der Ecke. Die haben wirklich nicht viel gemacht bislang in dem Spiel. Nur um das vorher schon mal zu sagen. Ja, Fünffachwechsel ist ja nicht verboten, ne? So, Guerrero, Achtung, zu leicht ausgespielt. Kadiolu ist da. Nochmal eine Ecke. Die kommt diesmal lang rein. Ebimbe ist da. Kadiolu. Oh, Vorsicht. Und Arthur David, genau. Wird er gefeiert für seine Parade. Junger Mann, das ist wichtig für ihn. Aber natürlich der Fehler, der darf so nie passieren. Jetzt kommen wir 3 Ecken, ein Elfer wahrscheinlich zustande. Sané. Ah, Kadiolu zum ersten. Wir kommen aber nicht entscheidend ran. Gerade Miller. Na. Will keiner, kommt keiner ran. Tuta, Kadiolu. Oh, schon wieder ein Fehlpass. Jetzt werden die Bayern noch mal ein bisschen stärker. Achtung, Tuta! Oh, das gibt den Elfmeter. Nein. Gerade auch im Augenwinkel gesehen, das gibt den Elfmeter. Unfassbar, ey. Eingewechselt und zack, das hätte gar nicht sein müssen, weil David hat ja den Ball gehalten. Na, jetzt muss er zum Helden werden. Komm, 83. Aber den Elfer hält natürlich gegen Kane, das ist schwer. David gegen Kane, 1-0. Klassisch verladen. Ja, und sehr bitter und auch sehr unnötig vor allem, weil das Foul, das hätte nicht sein müssen. Der Ball, der wäre ins Aus gegangen. Dann hätten wir versucht, den Eckball zu verteidigen. Und natürlich macht er da die Ecke schon auf. Und Harry Kane und Elfmeter, das ist eigentlich immer ein Tor. Schade, schade, schade. Aber gut, so ist es nun mal. Das 3. Tor von Kane im 2. Spiel. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt noch 5 Minuten mit ein bisschen Nachspielzeit. Zumindest ein Remis hier zu holen. Vielleicht, wenn sich irgendwann irgendwie nochmal eine Chance ergibt. Kadiolu, nee, da hätte er entgegenkommen müssen. Und Harry Kane gegen Nagalo. Im Prinzip müssen wir halt jetzt Pressing spielen, ne? Alles auf eine Karte. Ob wir jetzt hier noch das zweite Ding kassieren oder nicht, das ist dann im Endeffekt auch egal. Leimer, Nkunku. So, jetzt Larsson mit der Chance. Götze, vorne Kalajdzic. Komm, lauf schon mal los, du brauchst ein bisschen. Nee, wir kriegen die Tiefe nicht mehr. Nee. Schade. Jetzt natürlich wieder die Frage, ob das mit der anderen Mannschaft anders gelaufen wäre. Wahrscheinlich ein bisschen, aber gut, dafür haben wir sie ja im nächsten Spiel wieder. Aber das Spiel ist ja auch noch nicht vorbei. Komm, Nagalo will noch mal. Und noch ist ja auch ein bisschen Zeit. Jetzt Kadiolu gegen Stanisic. Der ist schon am Arsch, der kann nicht mehr. Und der zieht nochmal an, der ist frisch. Komm, Junge. Zumindest den Ausgleich. Kadiolu. Nein. Auch da, ähnlich wie Haraldsson in der ersten Halbzeit. Da fehlt einfach noch so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit, ne? Und von daher verlieren wir das zweite Spiel 1:0. Das ist halt eigentlich ein 0-0-Spiel gewesen, aber gut, den Elfer, den kannst du immer mal kassieren. Das war halt ein doofes Foul, da hebe ich auch die Hand. Muss nicht sein, ich hoffe, dass ich das beim nächsten Mal nicht mehr mache. Ich habe dafür einen Erfolg freigeschaltet, goldene Generation. Wahrscheinlich setze irgendwie 3 Jugendspieler auf einmal ein oder so. Keine Ahnung, Dario Ndubuisi Gibur. Ja, ausgeglichen. Die setze ich jetzt alle gleich mal wieder zurück. Davon habe ich geträumt. Ich weiß, dass von dir noch einiges
kommen wird. Ah ne, das ist der, den ich gerade hochgezogen habe, diesen Enzo Bouchard. Jetzt haben wir gerade nochmal Deadline Day. Jetzt schaue ich gerade nochmal, ob ich den einen Mittelfeldspieler noch bekomme. Vorher gehen wir nochmal kurz hier rein und dann, wo war das denn? Zentrale hier, Trainingsplan. Und da stelle ich jetzt alle mal auf ausgeglichen. Und zwar hier, Reste. Und zwar Trainingsplan für eine Gruppe übernehmen. Für alle Spieler übernehmen. Genau, 32 Pläne wurden aktualisiert. Dann sind die jetzt alle auf ausgeglichen. Was ist hier? Die sind auch alle auf ausgeglichen. Schauen wir mal. Und dann gehen wir nochmal auf den Spielplan und schauen, ob wir die Champions League Gruppen schon haben. Dann gehen wir die auch nochmal durch. Also wir haben noch ganz viel hier gerade zu tun. Wo muss ich denn hier? Ne, Transferzentrale. Mal gucken. Den habe ich ja noch auf der Liste hier. Diesen Onyedika. 23-Jähriger. Der wäre dann eventuell, ich weiß nicht, je nach Gesamtstärke einer für die zweite Mannschaft oder für die erste Elf. Aber den haben wir noch. Ja gut, ich muss jetzt ein Angebot machen. Weil es ist der Deadline Day. Ich kann jetzt nicht noch 2 Tage warten. Das geht nicht. Sonst muss ich ihn für den Winter kaufen. Deswegen ist die Frage, was der Wert ist. Ich habe jetzt zwischendurch auch nicht geguckt, aber der wird bestimmt schon so 7, 8 Millionen. Wahrscheinlich viel zu teuer, keine Ahnung. Rafael Onyedika. Ich mache mich mal kurz schlau. Ich werde mal ganz kurz meinen Manager anrufen und mal gucken, was der mir hier so sagt. Ja, bei Onyedika, da müssen wir halt wirklich schon ein bisschen zulegen. Also der wird schon über 10 Millionen kosten. Ich gehe jetzt mal fast bis an die Grenze ran. Also der hat ein Potenzial bis 85, Startwert 73, 74. Also wäre das dann nochmal einer für die erste Mannschaft. Das ist halt jetzt auch nochmal die Frage. Wie viel bieten wir? Fangen wir mit 10 Millionen an. Mal gucken, die werden uns ja dann sagen, dass es zu viel ist oder zu wenig. Angebot senden wahrscheinlich zu wenig. Ja, sie wollen einen Tausch machen. 7,3 Millionen, aber ich brauche Tuta. Nee, das mache ich sehr ungern hier. Den Tauschspieler entfernen. Ich schlage jetzt nochmal 10 Millionen vor. Wenn sie mir nochmal, dann muss ich halt nochmal ein bisschen höher bieten, aber ich will ja gar nicht tauschen. Gut, dieses Hin und Her bringt nichts. Dann denke ich mir, hätte ich doch die vollen 14 Millionen bieten müssen, weil der hat halt echt schon eine gute Stärke. Also so ist es nicht. Onyedika. Aber dann, glaube ich, wird es dabei, ja, wollen wir es dabei gut sein lassen. Wir haben jetzt genug Transfers getätigt, jetzt wollen wir auch ein bisschen spielen. Wenn jetzt nochmal irgendwie was reinkommt, hier die Wolves sind interessiert, auf gar keinen Fall. Also das lehne ich mal ab und das blocke ich auch bei Ebimbe. Den müssen wir behalten. Aber hier Enzo Bouchard, das kann ich mal delegieren. Die wollen jetzt wieder Leihe zum Kauf haben. Machen wir mal eine Einjahresleihe, würde ich jetzt mal sagen. Mal gucken, wie gut es ihm tut. Aber ansonsten den restlichen Deadline Day würde ich jetzt einfach nochmal vorspulen. Was ist hier? Noch ein Leiheangebot. Aber es ist wahrscheinlich das gleiche. Leihen zum Kauf. Ne, da lehnen wir mal ab und dann spulen wir jetzt einfach mal vor. Wir überspringen das, weil ich möchte euch ja eventuell auch noch die Champions League Gruppen zeigen. Von daher ab in den Kalender rein. Und wir können schon mal, ja, wir spulen mal bis hier vor. Bis zum 1. September, das reicht ja. So, also, das ist halt die endgültige Mannschaft jetzt. Oder der endgültige Kader. Das ist, glaube ich, nicht ganz so schlecht. So, 7. September, spulen wir vor. Dann geht es zu Hertha. Monatsbericht Jugendmannschaft. Der entwickelt sich auch ganz gut. 62 mit 15, das ist ganz okay. Aber dieser Bouchard, ist der jetzt ausgeliehen oder nicht? Der war doch... Ach nee, war nicht ausgeliehen. Aber weil ich wahrscheinlich vorsimuliert habe, ne? Ich versuche jetzt hier gerade nochmal zu delegieren. Vielleicht klappt das ja noch mit Kopenhagen. So, aber jetzt hier als allerletztes schauen wir nochmal in die Tabelle. Da sind wir Achter, also voll im Soll. Nach 2 Spieltagen. Champions League Gruppen sind wahrscheinlich auch schon ausgelost. Nein, also ihr seht, da gibt es noch die Playoff-Runde. Da werden noch die Rückspiele gespielt. Hier gab es die erste Quali-Runde. Dann gab es hier noch die Playoff-Runde oder gibt es noch die Playoff-Runde. Und dann, glaube ich, nach dem nächsten Spiel gegen die Hertha werden dann hoffentlich die Gruppen feststehen. Dass die Trainingspläne jetzt oft gewechselt wurden. Vielleicht wäre es besser, in dem Plan mehrere Tage in Folge laufen zu lassen. Naja, aber wenn die Spieler platt sind und selbst nach 6, 7 Spieltagen nicht regenerieren, da läuft ja dann irgendwas verkehrt. Von daher können wir das ruhig mal so lassen. So, Arthur Vermeeren, der hat eine 75, den hätte ich halt auch gerne. Der kriegt bestimmt noch eine höhere Stärke. Wir können jetzt noch mal gucken, weil jetzt dürfen die Playoffs gespielt sein. Jetzt hier ein allerletzter Blick und wir gucken mal. Ja, wir haben Gruppe G erwischt mit Manchester City, mit Inter Mailand und mit Dinamo Zagreb. Naja, das ist ja eine Hammergruppe. Also da geht es im besten Fall um Platz 3, vielleicht um Platz 2 mit ein bisschen Glück, wenn wir mit Inter mithalten können. Ich weiß ja nicht, was die für Mannschaften haben, aber das ist schön. Freut mich. Also Man City, amtierender Champions League-Sieger, Inter und Dinamo Zagreb. Also realistisch gesehen streiten wir uns mit Zagreb um den 3. Platz. Wie sind die anderen Gruppen so? Liverpool, Leipzig, Salzburg. Ja, da treffen die beiden Geschwister aufeinander. Bayern und Chelsea, Bilbao und Apoel Nicosia. Barcelona, Dortmund, Fener und Union Saint-Gilloise.
Auch nicht verkehrt. Juve, Aston Villa, Feyenoord und Slavia. Prag, also ich muss sagen, Aston Villa, die sind denn echt auch diese Saison gut drauf. Die stehen auch unter den ersten 3 oder 4, haben eine gute Truppe, haben mit Unai Emery einen Trainer, der weiß, wie man Titel gewinnt. Also halt nur die Europa League, aber ist ja immerhin im Titel. Real, Paris, Sporting und Celtic, okay. Neapel, Benfica, Amsterdam und Schachtja, ausgeglichen. Und Atletico, Lazio, Porto und Viktoria Pilsen. Ja, ich würde sagen, da haben wir mit die schwerste Gruppe erwischt. Aber waren wir nicht 4 Mannschaften aus der Bundesliga? Warte mal, 1, 2, 3. Ach so, Leverkusen, ne, war gerade noch. Nee, hä? Warum sind wir nur 3 Mannschaften? Waren nicht immer 4 Mannschaften oder ist eine Mannschaft dann wahrscheinlich an der Quali gescheitert? Würde ich sagen. Naja, also, das war's für diesen Part. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim Spiel gegen die Hertha. Lasst einen Daumen nach oben da, gerne abonniert und schaltet die Glocke ein. Macht's gut. Ciao, ciao.